Ich habe die letzten Tage hier in diesem wunderschönen Bauwagen-Tiny House in Tschechien verbracht. Dieses Meisterstück möchte ich dir heute ein bisschen genauer vorstellen, weil man sich hier wirklich einiges abschauen und davon lernen kann. Beginnen wir mit dem Herzstück des Bauwagens, der Küche. Generell muss man sagen, hier ist wirklich alles Handarbeit und deswegen auch so aus einem Guss. Also alles passt irgendwie ganz gut zusammen. Wir haben diese Handgriffe, die hier überall verbaut sind, sowie eben auch das Holz an sich, das wiederholt sich hier überall. Im Allgemeinen wurde hier nur hochwertiges Holz verwendet, da bin ich wirklich absolut geflasht von. Wer die aktuellen Holzpreise kennt, der weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Hier sind wirklich sogar die Regalböden sind aus Vollholz. Das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal und das Raumklima profitiert auch auf jeden Fall von dem vielen Holz. Aber zurück zur Küche. Wir haben hier eine sehr geräumige Küchenzeile. Hier wurden sogar Mittelstreben verbaut, was auch nicht selbstverständlich ist. Also hier wieder wirklich Auge fürs Detail. Für die Schubladen ist hier direkt mit einem Holzscharnier gearbeitet worden, wovor ich wirklich höchsten Respekt habe. Ich habe das mal im Wohnmobil probiert, das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Das Frischwasser bekommt man hier über den Kanister, finde ich eine sehr schöne Lösung. Kanister ist ja immer so eine Sache, aber der sieht wirklich gut aus und dadurch, dass er hier so eine große Öffnung hat, kann man den halt auch wunderbar reinigen. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Wir haben in unserem Haus so einen Plastikkanister und das ist immer schwierig mit der Reinigung. Auch ein absolutes Highlight sind die Vorhänge. Ich finde, es ist eine super Lösung, die Vorhangstangen einfach mit so einem Stab zu machen und eben auch mit diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, hier zu sichern, damit das nicht rausrutscht. Bleiben wir gleich hier. Die Fenster finde ich auch sehr gelungen. Hier diese Sichtschrauben deuten so ein bisschen darauf hin, dass das Fenster tatsächlich auch hier einfach eingepasst wurde. Also dass es wirklich selbst gemacht ist und nicht irgendwie Standardfenster sind. Auch die Griffe finde ich sehr schön gewählt. Hier hängt an so einer Schnur noch ein Handtuch, was ich irgendwie voll simpel und genial finde, weil das eben durch die Ofennähe hier super schnell trocknet. Zuwasser kommt ja wie gesagt aus dem Kanister, aber Abwasser haben sie hier quasi ein Rohr liegen. Das heißt, es geht einfach nach unten in die Erde. Kommen wir weiter zum Ofen. Erstmal bin ich hier begeistert, wie schön die Hitzeschutzwand ist. Bei einem Bauwagen braucht man ja hier einfach einen Schutz, damit das Holz eben nicht so heiß wird. Und ich finde, mit diesem dunkelviolett sieht es ziemlich gut aus. Ich finde auch, das Blech hat hier so eine echt coole Patina. Das passt irgendwie alles gut zusammen. Zur Funktion des Ofens, wir haben hier eine Brennkammer, sowie aber halt auch einen Backofen. Was ich sehr cool finde, habe ich auch schon benutzt, funktioniert einwandfrei. Und hier oben kann man auch kochen, habe ich jetzt auch gemacht. Hier ist ein Aufbewahrungsschrank für Lebensmittel und sonstiges. Und das Coolste fast, hier ist eine Schiebetür. Ich muss sagen, dass ich wirklich absolut begeistert bin von der Geräumigkeit. Hier ist auch nochmal wirklich ein großes Zimmer, was hier so ein bisschen als Lagerraum genutzt wird für Holz und diverses Werkzeug. Hier ist der Essbereich. Ich finde, wie der Bauwagen hier in der Landschaft steht, ziemlich gut gewählt, weil man hat hier wirklich eine schöne Aussicht, die irgendwie passend ist zum Kochen. Und hier hat man eine schöne Aussicht fürs Essen. Ich kann es irgendwie schwer beschreiben, aber der sitzt hier einfach ziemlich passend drin. Und auch cool finde ich hier die Lampe. Das Stromkabel der Lampe geht hier direkt in den Balken, was sicherlich die schönste, aber nicht die unaufwendigste Lösung ist. Hier neben der Tür ist eine Garderobe und dann ist hier auch schon der Schlafbereich, der natürlich ziemlich viel hermacht, wie ich finde. Auch das hier ist super schön gesetzt, gefällt mir sehr gut. Und wir haben eben hier auch die Erhöhung. Von außen sieht man ja, dass der Bauwagen hier eine andere Höhe hat wie hier. Finde ich ziemlich clever. Hier kann man jetzt nicht ganz stehen. Ne, doch, ich kann stehen. Also größere Personen können wahrscheinlich nicht stehen. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil hier wirklich nur Bett ist. Ich bin jetzt hier natürlich alleine, ich bräuchte das jetzt nicht, aber
So ist es natürlich vollkommen familientauglich. Auch sehr süß finde ich dieses Mini-Fenster hier. Kann man mal aufs Dach luken. Außerhalb des Bauwagens haben wir hier zum einen eine sehr schöne und sehr massive große Terrasse mit so einer Sitzgruppe. Ist jetzt für mich natürlich nicht wirklich interessant gewesen, weil es Winter ist, aber im Sommer ist es bestimmt super schön, hier zu sitzen, zu essen und hier die Aussicht zu genießen. Ein kleines, aber feines Detail, und zwar ist die Regenrinne ein ausgehöhlter Baumstamm. Was auch cool ist, aber leider zugeschneit, ist der Weg. Der ist nämlich gepflastert, aber mit Baumstammscheiben. Am nächsten Tag war der Schnee ein bisschen geschmolzen, da hat man die Baumstammscheiben ein bisschen besser gesehen. Was mich auch interessiert hat, ist die Unterkonstruktion. Da haben wir hier klar ein klassisches Bauwagengestell, aber es wurde hier auch zum Beispiel mit diesen Baumstämmen nochmal extra abgestützt. Da ist auch nochmal ein Baumstamm drunter, ist wahrscheinlich auch irgendeine Art von Fundament oder weiß ich nicht genau, damit das nicht absackt alles. Hier hinten sieht man auch, dass es nochmal extra abgestützt wurde. Auch sehr süß, ein kleiner Vorgarten und eine Feuerstelle. Habe ich jetzt leider auch nicht benutzen können. Die Toilette hier ist eine ganz normale Trockentoilette. Sehr simpel, aber absolut ausreichend. Besonders ins Auge gestochen ist mir auch dieser schöne Türverschluss hier. Was ich mitnehme aus den Tagen hier am Bauwagen, ist auf jeden Fall, dass ich begeistert bin von der Größe und Geräumigkeit von so einem Bauwagen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass es wirklich hier ein vollwertiger Wohnraum ist. Ich persönlich würde wahrscheinlich die Toilette hier wirklich reinmachen, weil ich das jetzt hier im Winter irgendwie schon ein bisschen anstrengend fand, immer darüber zu laufen. Was eigentlich ein Nonsens-Argument ist, weil bei unserem eigenen Haus haben wir auch keine Toilette drin, aber egal. Das war's auch schon. Ich habe jetzt hier noch eine Nacht und morgen geht's für mich zurück nach Deutschland. Ich muss sagen, ich habe wirklich so 2 Tage gebraucht, hier so ein bisschen reinzukommen. Aber wirklich gestern und heute habe ich gemerkt, dass ich auch so voll in dieser Ruhe angekommen bin. Es ist nämlich auch eine gewisse Challenge, hier in so einem Bauwagen in der Pampa in Tschechien irgendwie mit sich selber die Zeit zu verbringen. Das ist nicht einfach, aber es hat mir so gut getan und ich gehe auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Energie nach Hause.